In diesem Video befassen wir uns mit einem der größten Probleme, das gerade neue Videografen haben. Und zwar, wie nehme ich das richtige Material vor Ort auf von einem Event, einer Veranstaltung, einer Tagung, irgendetwas, wo ihr mit Video eine Story erzählen wollt. Denn da vergessen viele häufig Material und ärgern sich dann später am Schnitt. Darum geht es in diesem Video. Also, wenn wir mit Video eine Story erzählen wollen, eine Geschichte dem Zuschauer nahebringen wollen, haben wir natürlich im Gegensatz zur realen Umwelt das Problem, also wenn wir uns jetzt als Mensch irgendwo auf einem Event aufhalten, nehmen wir natürlich alles wahr, wir haben einen viel größeren Betrachtungswinkel, wir können uns alles angucken, wie wir das wollen. Wenn wir als Videografen eine Geschichte erzählen, dann haben wir natürlich in Anführungsstrichen das Problem, kann aber auch gleichzeitig ein Vorteil sein, dass wir im Schnitt natürlich nur Sachen zeigen, die wir zeigen wollen, hat aber auch den Nachteil, dass man natürlich schnell etwas vergisst. Und insbesondere was die Aufnahme anbelangt, machen viele den Fehler, dass sie etwas vergessen aufzunehmen und das Video, was sie dann zeigen, wird langweilig, weil man einfach nur immer die gleichen Sachen zeigt und man geht falsch an die Sache ran. Wie geht man also richtig an die Sache ran, damit man nichts vergisst und in der Postproduktion alle möglichen Freiheiten hat, etwas zu zeigen mit dem Video, was man halt auch erreichen möchte, was man rüberbringen möchte. Damit ihr das sicherstellt, dass ihr das rüberbringt, was ihr rüberbringen wollt, müsst ihr das mal einfach von einer anderen Seite betrachten. Was möchtet ihr mit dem Video erzählen? Ihr möchtet eine Story rüberbringen, ihr möchtet irgendwie ein Produkt rüberbringen oder eine Schulung schmackhaft machen, wie gut das da ist oder irgendetwas über eine Firma erzählen, was auch immer, was auch immer ihr erzählen wollt. Das kann ein Sportevent sein und so weiter. Ihr müsst da so an die Sache rangehen, dass ihr euch W-Fragen stellt, bevor ihr an dem Tag der Aufnahme dorthin geht und das macht. Das heißt, mit W-Fragen geht ihr an die Sache ran. Was nehme ich dort auf? Wer nimmt da teil? Wo findet das statt? Warum findet das statt? All solche Fragen. Man kann sich da natürlich so einen Musterbogen machen und bevor man dann irgendwie ein Event filmt oder was auch immer, füllt man das so für sich aus und sagt, okay, wo findet das statt? Wer richtet das Ganze aus und so weiter und so weiter. Das ist aber natürlich nur sehr oberflächlich. Ihr könnt auch, wenn ihr immer dieselben Videos macht, sagen wir mal, ihr macht immer nur Videos für Restaurants, dann macht ihr euch da einen entsprechenden Fragebogen, wo ihr dann auch restaurantspezifische Fragen draufschreibt, die ihr dann abarbeitet am Tag des Shootings, wo ihr dann zum Beispiel filmt, welche Gerichte bieten die an, wie werden die hergestellt, was sind die Zutaten und dann vergesst ihr auch nicht, das entsprechend zu filmen. Das ist im Prinzip eine ganz einfache Sache, aber gerade Neulinge vergessen das und ja, ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen, an diese Sache ranzugehen. An dieser Stelle werfe ich jetzt noch mal was ein. Mit den W-Fragen, das sollte dir jetzt klar sein, was damit gemeint ist. Die W-Fragen bieten dir quasi eine Zutatenliste, was du am Ort des Geschehens filmst, um später bestimmte Fragen zu beantworten. Also seit wann gibt es die Firma, wo ist die, wie viele Leute arbeiten da, was stellen die her, wozu stellen die es her, was ist deren Philosophie, wie lange gibt es die, alles was euch dazu einfällt, was man halt zeigen möchte. Wie viele Fahrzeuge haben die und so weiter, also alles Mögliche. Das sind die W-Fragen. Wenn ihr die Liste jetzt habt, dann habt ihr schon mal die halbe Miete drin. Aber dann gibt es natürlich noch was anderes. Das ist ja hier ein Video für Videografen Neulinge, für Leute, die auch gerade halt neu anfangen mit der Filmerei und so weiter. Das ist halt alles ungewohnt, wenn man damit gerade beginnt. Deswegen noch eine zweite Geschichte, und das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Es geht da noch um Kameraabdeckung, Kamera-Coverage. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwas filmt, wie viele Leute arbeiten da? Und ihr lasst dann am Tag des Drehs inszenieren, dass da 40 Leute gerade in die Firma reingehen zum Stempeln oder so. Dann machen auch Anfänger den Fehler, dass sie dann sagen, okay Leute, jetzt geht mal alle da rein, ich filme das, damit man halt im Video vermitteln kann, Mensch, da arbeiten ja echt einige Leute, nicht nur ein Zwei-Mann-Betrieb. Und dann filmt man das einfach so, Ende, alles klar, abgehakt, das habe ich jetzt beantwortet. Falsch, ihr habt es zwar beantwortet, aber es fehlt was. Es fehlt Kameraabdeckung. Was meine ich damit? Kameraeinstellungsgrößen. Ein Close-Up jetzt vielleicht nicht unbedingt, also dass man die Schuhe filmt oder so, kann man auch machen. In dem Fall ein Medium und ein Longshot, also ganz nahe Einstellung, dann ein bisschen erweitert und noch ein größeres Bild. Dass ihr das so filmt. Wenn ihr vielleicht nicht zwei Kameras habt, kann man das auch wiederholen lassen. Alle Leute einmal reingehen, dann macht ihr eine ganz weite Aufnahme, wo man alle sieht. Dann macht ihr vielleicht nochmal etwas nähere Einstellungen, vielleicht auch aus einem leicht anderen Winkel, damit es interessanter ist, damit ihr Optionen im Schnitt habt. Ja?
Und das ist die zweite Geschichte. Jetzt kommt noch die dritte Geschichte, die sich hier ganz gut einpasst in dieses Thema. Also wir haben jetzt die W-Fragen, wir haben Kameraabdeckung, also Fragen beantworten mit eurem Videomaterial, damit ihr halt entsprechend das auch zeigen könnt, die Geschichte später in der Postproduktion. Zweitens halt die Kameraabdeckung, verschiedene Einstellungsgrößen und Winkel aufnehmen, damit ihr Optionen später habt. Und jetzt kommt noch das dritte. Das dritte ist die 10-Sekunden-Regel. Ihr könnt die 15-Sekunden-Regel nennen oder 8 Sekunden oder 20 Sekunden, das ist ganz egal. Worum geht es dabei? Wenn ihr etwas filmt, am Beispiel von den Leuten, die gerade irgendwo reingehen in die Firma, dann macht das nicht so, dass ihr hinschwenkt, filmt, oh, wieder runter, die Kamera habe ich, sondern haltet die Kamera drauf, lasst die Kamera 10 Sekunden, 20 Sekunden, vielleicht auch 25 Sekunden, je nachdem, wie man diese Regel nennen will, weil das wirklich egal ist. Lasst die Kamera so und lasst das Ganze einfach passieren. Die Kamera nicht bewegen. Das hat für euch später den Vorteil, dass ihr im Schnitt Material habt, mit dem man auch wirklich arbeiten kann. Also uns ist es nicht wenige Male so gegangen, dass wir Filmmaterial bekommen haben von Firmen, wo vielleicht mit Handy gefilmt wurde und so weiter. Das ist auch alles gar nicht das Problem. Aber Leute, die das nicht gewohnt sind, die keine Videografen sind oder auch nichts mit Filmen zu tun haben, die zeigen dann hier hin und dann zeigen sie hier hin und die halten nicht mal 2-3 Sekunden still. Da kann man nicht mit schneiden, da kann man nicht mit arbeiten. Also das sind diese 3 Sachen, ja. W-Fragen, ja, Kameraabdeckung und 10-Sekunden-Regel nenne ich es jetzt mal. Wenn ihr diese 3 Sachen beantwortet, was habt ihr dann als Neuling? Ihr wisst, was ihr aufnehmt, ihr wisst, dass ihr es aus verschiedenen Einstellungsgrößen oder Brennweiten, vielleicht sagt euch das jetzt mehr, und Einstellungswinkeln aufnehmt und ihr wisst, dass ihr dann die Aufnahme laufen lasst für eine Einstellung, für eine bestimmte Sache. Nicht, dass ihr immer hinher schwenkt und rauf und runter, das macht man einfach nicht. Da kann man ja nicht mit schneiden. Dann würde man ja vom einen Gewackel zum anderen schneiden. Wenn ihr diese 3 Sachen beachtet, dann habt ihr schon sehr viel gewonnen und dann wird es auch ein viel größerer Spaß, später das Ganze zusammenzuschneiden. Ihr habt Optionen, ihr habt verschiedene Einstellungswinkel, ihr könnt schnell und langsam schneiden und so weiter. Also das ist alles, was ich euch mit diesem Video jetzt vermitteln wollte. Ich hoffe, dass das Neulingen und Einsteigern ein bisschen was gebracht hat. Und wie immer, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.